Dieses Video zeigt, wie wir Daten von Swissnames herunterladen, in die Software QGIS importieren und von dort eine bestimmte Fläche im Format GeoJSON exportieren, um sie anschließend dann in NoCode zu importieren und dort anzeigen zu können. Ausgangslage war, wir haben eine Fläche entdeckt, hier Nestleren im Projekt Ortsnamen. Und hier für dieses Nestleren, für diese Fläche finden wir die Referenz und die verweist eben auf diese Swissnames. Und dann gehen wir dorthin und sehen, das sind ganz viele georeferenzierten Einträge aus der Schweiz und die kann man herunterladen. Jetzt brauchen wir hier aber nicht alles, sondern wir brauchen nur diese Shape-Files mit dem Kürzel SHP. Zuoberst sind hier immer die aktuellsten Daten aus dem Jahr 2025 hier. Und dann habe ich mir das jetzt einfach runtergeladen, habe ich bereits gemacht, dieses Shapefiles ZIP, und dann habe ich das auch schon entzippt und kann das anschließend jetzt dann gleich brauchen in QGIS. QGIS ist Open Source und frei verfügbar, das habe ich mir auch heruntergeladen und erstelle jetzt ein neues Projekt. Und wie bekomme ich jetzt diese heruntergeladenen Daten von Swissnames hier hinein? Ich gehe zu Layer, Layer hinzufügen, Vektor Layer hinzufügen. Jetzt kann ich hier bei Datei, hier kann ich alles lassen, kann ich das auswählen. Diese Daten, die ich mir heruntergeladen habe. Ich gehe auf die 3 Punkte und sehe hier diesen Ordner, den ich bereits entzippt habe. Und sehe die 3 grünen Dateien hier. Die Linien, das werden Linien sein, dann die PKT, hier die Punkte und PLY Polygone, die ich jetzt hier anwähle und dann hier unten auf Hinzufügen gehe, das Ganze schließe und tatsächlich habe ich hier jetzt irgendwelche Flächen. Jetzt muss ich nur noch mein Nestleren finden und dazu gehe ich ins Layer-Fenster hier links. Wenn das nicht erscheinen sollte oder auch sonst irgendwelche Fenster nicht erscheinen in QGIS, dann fragt man am besten ChatGPT oder sonst eine KI und die erklärt dann einem, wo diese Fenster sind bzw. wie man die aktivieren kann. Ich gehe jetzt auf diesen Schriftzug im Layer-Menü Swissnames und mit Maus und Rechtsklick oder hier mit Control und Trackpad kann ich hier dieses Menü aufmachen und dann, ganz wichtig, Attributtabelle öffnen, so kann ich suchen. Also ich muss links rüber, Attributtabelle öffnen und schon bin ich hier im Suchfenster. Das hat hier oben einen kleinen Trichter, den wähle ich an und jetzt habe ich alle Felder, die ich da durchsuchen kann. Ich gehe mal zum Namen, Nestleren. Anschließend gehe ich hier rechts auf Objekte filtern. Ich möchte also diese Objekte suchen mit diesem Namen und ich sehe, ich habe hier links 3 Treffer. Welches könnte es sein? Vielleicht sehe ich das bereits. Hier haben wir das oberste Nestleren Objektart Gebiet. Das zweite ist ein Quartierteil und das dritte ist ein Ortsteil. Also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, oder ziemlich sicher ist es das oberste, das ich dann auch brauche. Ich markiere jetzt das hier noch gelb, also ich aktiviere das hier links mit einem Mausklick und möchte jetzt noch zur Sicherheit sehen, wo das Gebiet ist. Ich gehe nochmals auf den Trichter und dann gehe ich zu Objekt zoomen. Soll mir jetzt das Objekt ungefähr anzeigen und ich sehe hier bereits, kann ich ein bisschen was erkennen. Wenn ich fundamentale geografische Kenntnisse habe, sehe ich hier Interlaken mit den beiden Seen. Und zuerst bin ich also jetzt auf Objekte zoomen gegangen und jetzt mache ich noch Objekte aufleuchten lassen hier links. Und tatsächlich hier unten hat man es blinken gesehen, rot. Das dürfte auch schon vom Format her dieses Nestleren sein. Und jetzt ist es ganz einfach. Ich habe das schon aktiviert. Gehe jetzt wieder auf den Layer hier, auf das Layer-Menü, mache wieder Maus-Rechtsklick und kann jetzt bereits den Export starten im GeoJSON-Format hier unten. Export. Vorher bin ich ja auf die Attributtabelle gegangen, um etwas zu suchen. Jetzt gehe ich aber auf Export und gehe auf gewählte Objekte. Ich möchte nicht alles hier exportieren, sondern nur dieses gewählte Objekt im
Format, GeoJSON, und dann hier unten noch wichtig im WGS84 Format für die Geokoordinaten. GeoJSON und WGS84 ist wichtig. Wo speichere ich das Ganze ab? Am besten außerhalb der Datei, die ich heruntergeladen habe oder ja, sonst irgendwelchen Bezug hat noch zu QGIS. Ein bisschen außerhalb, sonst kann es eine Fehlermeldung geben. Downloads ist hier gar nicht schlecht als Verzeichnis. Jetzt gebe ich den Namen Nestleren und sichern und sehe dann hier, wo das Ganze gespeichert wird. Downloads Nestleren GeoJSON. Okay. Und das Ganze wurde bereits exportiert. Jetzt schaue ich mir das an. Tatsächlich habe ich hier dieses GeoJSON-Format zu Nestleren hier. Und jetzt kopiere ich das Ganze einfach. Alles auswählen, Copy und gehe in meine No-Code-Umgebung. Erstelle dort hier ein neues Objekt. Hier, das hat jetzt nichts mit dem Nestleren oder mit dieser Fläche irgendwie zu tun. Das kommt aus einem anderen Objekt, aber aus einem anderen Projekt, aber spielt gar keine Rolle, weil ich muss hier unten im Subobjekt jetzt einfach diese Geometry, eben dieses GeoJSON einfügen. Und speichere jetzt das und schaue, ob das geklappt hat. Das ist eine Geometry Collection, Multipolygon. Gehe auf die geografische Visualisierung und sehe dann hier tatsächlich das Gebiet Nestleren und somit hat der Import also geklappt. Und entsprechend kann ich hier mit Namen oder auch mit Objektart in QGIS ganz verschiedene Objekte suchen, den ganzen Datensatz durchsuchen und dann so auf einfache Art und Weise diese Objekte dann exportieren im GeoJSON-Format.